gratuliere Ihnen zum Kauf von Ihrem Barbecue Master S Luxury. Das wäre jetzt das Paket, das Sie bekommen haben. Zuerst können Sie das öffnen und nehmen Sie die Bedienungsanleitung und Aufbauanleitung aus dem Grill raus. Hier steht schön Schritt für Schritt drin, wie Sie den Grill aufbauen müssen. Als nächsten Schritt nehmen Sie eigentlich die einzelnen Teile aus den Schachteln raus zuerst. Dann Sie alles auspacken, auch aus diesen Folien raus, und dann Sie es parat legen. So sieht das nachher etwa aus, wenn Sie alle Teile ausgepackt haben. Jetzt können Sie anfangen aufbauen. Als erstes nehmen wir die Grundplatte hier und dann an dieser Grundplatte den Gasflaschenhalter montieren. Für das legen wir den Gasflaschenhalter um die Grundplatte legen, dann gerade ausrichten auf die Löcher, so, und dann anfangen reinschrauben. Jetzt haben wir den Gasflaschenhalter montiert. Jetzt kommen die Rädchen dran. Wichtig ist bei den Rädchen, sehen Sie, haben Sie zwei unterschiedliche Rädchen. Und zwar haben Sie die mit den Bremsen und die ohne Bremsen. Die mit den Bremsen wollen Sie beim Grill vorne haben. Das heisst, beim S Luxury haben Sie vorne ein Türchen. Da sehen Sie, das sind die Löcher, wo das Türchen reinkommt. Das wäre der Hinterteil, wo für die Schraubungen drin sind. Bei den anderen Modellen ist es gerade umgekehrt. Das heisst, wir montieren die Rädchen mit den Bremsen vorne montieren. So, dann habe ich die ganze Sache umgekehrt. Dann können Sie die Rädchen einfach so reinschrauben. Und zum Festziehen haben wir das Tool, das ist schon dabei, wo Sie nachher das Tool einhängen können und das Rädchen so festziehen. Am besten zuerst mit den Fingern ein bisschen reindrehen, noch, so weit wie es geht, bis es nicht mehr geht. Und dann festziehen. Da wäre das zweite Rädchen mit der Bremse, das wir jetzt montieren, und nachher die anderen beiden. Jetzt sehen Sie die Bodenplatte von oben. Da sehen Sie jetzt die hinteren Löcher. Das ist für die Rückwand. Das wäre jetzt Schritt Nummer 3, den wir jetzt ausführen und die Rückwand montieren. Wichtig ist hier auch wieder ausrichten, unten auf die Löcher. Und zuerst nur von Hand schnell reindrehen. Und nachher können Sie es mit dem Schraubenzieher oder, wenn Sie ein bisschen schneller gehen wollen, mit der Akku-Bohrmaschine. Als nächsten Schritt, als vierten, montieren wir die rechte Seite montieren. Die rechte Seite, sehen Sie, die hat hier kein Loch. Die linke Seite im Gegensatz hat ein Loch für den Gasschlauch. Da schauen wir auch wieder. Schauen, da sind die Löcher unten und die Luftschlitze auch. Das wieder ausrichten auf die Löcher und dann wieder von Hand anfangen reinschrauben. Haben Sie die unteren Schrauben drin, die ja noch nicht zu fest schrauben, dann machen wir die auf der Seitenwand machen, wo wir die Rückwand mit der Seitenwand dann verbinden. Als fünften Schritt montieren wir jetzt die linke Seite montieren. Das ist die mit dem Loch. Da drehen wir auch zuerst wieder die beiden Schrauben unten am Boden reindrehen und dann die mit der Rückwand. Jetzt nehmen wir nochmal alle Schrauben mit dem Akkubohrer, die unteren festschrauben. Mit dem geht es natürlich einiges schneller. Als sechsten Schritt montieren wir vorne die Strebe montieren, wo nachher ein Türchen eingehängt wird. Die wird mit 4 M4 Schrauben montiert. Das sind die 4 kleinen Schrauben. Die anderen sind alle gleich groß. Also die kleinen Schrauben verwenden für das. Kommen hier oben an. Am besten zuerst die eine auf der rechten Seite von vorne sehen. So dass sie nachher hebt. Und dann können Sie die anderen beiden Schrauben rechts und links noch unten rein tun
und nachher das Ganze mit dem Schraubenzieher und mit dem Akku-Bohrmaschine festziehen. Als 7. Schritt montieren wir jetzt die Türchen montieren. Beim Türchen, wichtig auch, Sie sehen, hier hat es oben eins mit einer Feder und unten das, was fest ist. Das, was fest ist, ist unten. Das geht eigentlich auch gar nicht anders. Dann tun Sie zuerst das unten einhängen, aufs Loch bereichen und dann oben den Stift abdrücken, so durch. Und dann müssen Sie probieren, das Türchen ins Loch zu treffen, bis es eigentlich ein Klickgeräusch gibt. Jetzt kommen wir bereits zum Schritt Nummer 8. Bei diesem Schritt nehmen Sie zuerst Fettauffangschalen aus der Haupteinheit raus. Nachher haben Sie die Feuerschutzabdeckung, die Sie entweder schon im Grill unten reinlegen können, auf die untere Schiene. Das ist aber zum Teil ein bisschen tricky, weil die Schiene hat das vielleicht nicht ganz. Darum empfehlen wir als Alternative gerade das Verbinden mit dem Schritt Nummer 9. Das heisst, die Hauptgrilleinheit auf den Grill zu lüpfen. Als nächster Schritt, Schritt Nummer 9, haben wir jetzt die Hochzeit, wo wir die Hauptgrilleinheit zum Unterbau hinzufügen. Das ist am besten, wenn ihr das zweite macht. Oder es geht auch allein. Es ist aber ein bisschen halt vom Gewicht her schwieriger. Wichtig ist, dass wenn Sie die Hauptgrilleinheit auf eine Trolley setzen, dass Sie nachher hier dann die Löcher kontrollieren. Dass die auch auf den unteren Führungslöchern sind. Dort haben wir ja dann die Platte drauf. Das ist wichtig hier, dass sie mit dem Rand gegen oben ist und der kleinere Abstand von den Löchern gegen hinten ist. So können Sie die auch jetzt im Nachhinein zum Beispiel noch rein tun und genau auf diese Löcher draufsetzen. So. Am Schluss dann Sie nochmal alle Schrauben mit dem Akkubohrer festschrauben. Oder von Hand mit dem Schraubenzieher. Jetzt können Sie von hinten die Fettauffangschale rein tun. Dann empfehlen wir vor dem Grillieren eine Alufolie reinzulegen oder so eine Backofenfolie. Dann müssen Sie die nicht putzen. Jetzt haben wir noch beide Seiten einhängen. Da müssen Sie einfach schauen, dass Sie die am besten mit beiden Händen einhängen. So. Wenn Sie aufziehen, zu sich ziehen, dann kann man die wunderbar runterklappen. Gut, jetzt haben Sie den Grill so weit zusammengebaut. Jetzt können Sie ihn mal auftun. Jetzt haben wir hier noch die Röste drin, die sind eigentlich verpackt, wenn Sie schon auspackt. Die nehmen Sie bitte kurz raus. Und nachher haben Sie hier unten an den Brenner haben Sie noch Kartons drin. Die müssen Sie auch entfernen, sowie auch den Karton unter dieser Stütze zwischen den beiden Brennern. Wichtig, dass Sie die Sachen entfernen, bevor Sie das erste Mal grillieren oder jetzt am besten gerade beim Zusammenbau das entfernen. Als nächstes setzen wir die beiden Fettabweiser einsetzen über den Brenner. Da sehen Sie jetzt hinten ein Löchchen und vorne hat es so eine Nut. Und dann einfach mit dem Löchchen gegen hinten auf einen Stift setzen. Wenn Sie die Fettabweiser drin haben, können Sie die Röste wieder drauf tun. Die beiden Edelstahlröste. So. Und am Schluss noch den Warmhalterost oben drauf tun. So. Soweit wäre eigentlich im Innenbau alle Teile drin. Jetzt haben wir nur noch den Gasschlauch zusammen fertig montieren. Der S-Luxury Grill kommt mit so einem Sicherheitsdruckventil, wie auch alle anderen Barbecue Master Grill. Das Sicherheitsdruckventil hat ein Manometer, das Ihnen anzeigt, wenn Sie ein Leck im System haben. Sowohl auch eine Schlauchbruchsicherung, das heisst, wenn Sie irgendwo ein Loch drin hat im Schlauch oder auch hier etwas nicht dicht wäre, tut das automatisch zuregeln. Der Schlauch ist nachher so, wenn Sie den geliefert bekommen, die Einzelteile. Dann müssen Sie zuerst den Schlauch als Druckventil montieren. Das können Sie machen, indem Sie hier den Sechskant muttern, im Gegenuhrzeigersinn dann dran schrauben. So. Am Schluss, wenn es härter geht, mit einem Engländer noch festziehen.
richtig satt. So. Nachher kommen wir zum zweiten Schritt. Hier müssen wir den Schlauch nachher erwärmen. Das können Sie entweder mit einem handelsüblichen Föhn machen oder indem Sie den in heißes Wasser für etwa eine Minute reinlegen. Sie müssen eigentlich nur den oberen Teil erwärmen, sodass man den gut über einen Gasdruckschlauchanschluss anhängen kann. Da hat man den Gasanschluss vom Grill, ist auf der linken Seite. Am besten zum Anhängen vom Schlauch schnell die Seitenablage nochmal aushängen. So. Jetzt kann man den Schlauch erhitzen. Dann, wenn der erhitzt ist, stecken wir hier über das Ventil drüber reinstecken. So. Und dann mit den Breiten, die müssen Sie unbedingt schauen, dass die vorne am Schlauch ist. Dann wir das Ganze fixieren. Hier haben Sie den Zündknopf. Den können Sie aufschrauben. Und nachher kommt da eine 3AA-Batterie drin. Die ist nicht im Lieferumfang inbegriffen. Die kommen Sie aber überall, über Migros, Coop, in jedem Geschäft eigentlich. Die einfach einsetzen, zudrehen. Und nachher hören Sie den Funken. Das ist der Zündfunken. Jetzt haben wir den Grill fertig zusammengebaut. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Barbecue Master X Luxury. Zum Grillieren brauchen Sie jetzt nur noch eine Gasflasche, die Sie auch unten verstauen können. Da können Sie sowohl eine Kunststoffflasche nehmen, wie auch eine Metallflasche. Zum Grill gibt es selbstverständlich noch sehr viel Zubehör dazu. Das heisst, Gussplatten, wir haben Edelstahlplatten, Rotisserie-Set, Pizzasteine. Ganz viele Sachen finden Sie auf unserer Webseite. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spass beim Grillieren mit dem Barbecue Master S Luxury.